Hey, lass uns doch mal wieder über die LOL-Cow in der Gaming-Industrie sprechen. Ja, richtig. Ubisoft, ja. Es hört einfach nicht auf. Also folgendes, ich bin durchs Internet gestreift heute. Ich war stark beschäftigt, doch habe ich einen Artikel gesehen, der mich dann doch interessiert hat bei PC Games. Mittlerweile auch bei vielen anderen Magazinen, weil das ordentlich Runde gemacht hat. Ubisoft gibt keine Daten mehr raus. Zumindest nicht mehr für Star Wars Outlaws und Assassin's Creed Shadows. Sie möchten an Analytikfirmen keine Daten mehr herausgeben, was die Spielerzahlen angeht. Ja, okay, cool. Warum denn auch? Ein offizielles Statement gab es von Ubisoft dementsprechend nicht, sondern das hat der Executive Director von Circana, Matt Piscatella, über Social Media nämlich bestätigt. Da gab es nämlich das Gerücht, dass keine Daten mehr da irgendwie verfügbar sind und da wurde er nachgefragt und hat das halt einmal bestätigt. Für euch zur Information, Circana ist eine Datenanalystenfirma, die auch für die Games-Branche arbeitet und immer wieder mal Veröffentlichungen teilt, wie zum Beispiel die aktuelle Jahresverkaufsliste, wo Assassin's Creed Shadows erstaunlicherweise ja auch auf Platz 3 ist. Und hey, da hatte Ubisoft natürlich auch immer noch ihr Steckenpferd mit Assassin's Creed, wo ich mittlerweile sage, dass die Marke für mich nichts mehr bringt und mich nicht mehr glücklich macht, aber das ist ein anderes Thema. Wie viel es am Ende wirklich sind, das ist natürlich jetzt die Frage. Man redet von 5 Millionen Spielern, wie viele davon haben jetzt Ubisoft Plus geklickt, um somit einen Monat lang Assassin's Creed Shadows zu spielen, wie viele haben es wirklich gekauft am Ende. Die Zahlen haben wir nicht. Wir haben nur aktuelle Spielerzahlen. Bei Monster Hunter Wilds zum Beispiel, da wissen wir haben über 10 Millionen verkaufte Einheiten. Und auf Platz 2 aktuell laut dieser Liste ist das Oblivion Remaster. Hätte ich persönlich überhaupt nicht erwartet. Ja, okay, Oblivion, starke Marke, alles gut und schön. Bethesda Rollenspiele, aber dass das immer noch so weit oben ist, da war ich auch ein bisschen überrascht. Da bin ich ehrlich. Ey, aber das muss man auch mal zugeben, dass man andere Sachen vielleicht vorher falsch einschätzt oder dass einem das dann nicht so klar ist. Diese Liste ist auf jeden Fall ganz aufschlussreich, damit man als Analytiker der Szene oder wenn Influencer darüber sprechen oder Journalisten, einfach so einen Indikator auch zu haben, wie kommen bestimmte Spieler bei der Gruppe an. Also das ist ja wichtig. Dafür sind ja Verkaufszahlen auch da. Und Daten. Daten sind genau dafür da. Aber warum, wenn doch Assassin's Creed so gut läuft, warum da jetzt einfach der Hahn zugedreht wird, das ist mir nicht ganz klar. Gut, bei Star Wars Outlaws können wir darüber diskutieren. Das Spiel hat sich rund 1 Million, hat es sich wirklich 1 Million mal verkauft oder haben wir 1 Million Spieler? Naja, bleibt abzuwarten. Ne? Sollen wohl 1 Million Verkäufe gewesen sein und das blieb natürlich auch weit hinter den Erwartungen zurück. Wenn ein Assassin's Creed Shadows zum Beispiel jetzt seine 5 Millionen Spieler hat und insgesamt vielleicht 3 Millionen richtige Einheiten verkauft hat, das ist ja erstmal nicht schlecht. Das Problem ist die Erwartungshaltung, die es da gibt. Dadurch, dass die Entwicklung von Assassin's Creed so extrem teuer war, bräuchte man in der Theorie, wenn man Marketingbudget und Co. alles mit einrechnet, um die 10 bis 12 Millionen verkauften Einheiten. 10 Millionen, wenn man es wirklich ganz knapp berechnen würde, 12 mit einem gewissen Puffer und so, dass es auch funktioniert. So, und diese Erwartungen können natürlich nicht gehalten werden. Gleichzeitig kommen natürlich noch Kosten der weiteren Entwicklung mit hinzu. Also alleine die Kosten jetzt für Bugfixes und Co. belaufen sich ja auch schon auf viele Millionen Dollar und das muss man immer noch draufrechnen auf diesen Berg, der sowieso schon irgendwie da ist. Jetzt aber zu sagen, so, nee, also diese Daten geben wir nicht mehr raus. Nicht, dass Leute noch darüber reden, ob sich ein Spiel gut verkauft oder schlecht verkauft. Aber auch für Spieler ist das ja ein wichtiger Indikator. Gut, das wird nicht jeden interessieren, das wissen wir auch. Es wird genügend Leute geben, die kaufen ein Spiel unabhängig von äußeren Auswirkungen und das ist auch okay, das ist komplett in Ordnung. Da müsst ihr euch auch gar keine Sorgen machen, wenn ihr zum Beispiel gerade da sitzt und denkt, ja, das sind doch Verkaufszahlen nicht, ich möchte einfach ein Spiel spielen, ist okay. Aber trotzdem habt ihr ja dadurch einen Indikator, wie beliebt ist es gerade? Wie beliebt ist dieses Spiel dort draußen? Geben die Leute dafür Geld aus, weil es so toll ist? Und für mich wirkt das einfach feige. Ich finde es immer toll, wie die es hinkriegen bei Ubisoft, wirklich peak dämlich zu sein. Wirklich komplett am Leben vorbei. Jetzt haben wir erst den Skandal mit Yves Guillemot, der jetzt auch nochmal vor Gericht muss, aufgrund der, ja, habe ich ja im letzten Video erwähnt, der prekären Bedingungen bei Ubisoft. Dann haben wir jetzt diese Geschichte, wo einfach die Daten nicht mehr rausgegeben werden. Stop Killing Games, sagen, brauchen wir auch nicht zuzuerzählen, wie Ubisoft selber versucht, sich dagegen zu stellen und irgendwelche Argumente findet, The Crew ausschaltet und Co. Und jetzt halt noch zu sagen, ach nö, komm, lassen wir sein, wir geben die Daten einfach nicht mehr raus. Wir können ja dann irgendwas erzählen. Das ist nämlich dann das Problem, wenn du natürlich einen festen Output hast mit einem Datenanalysten, der die Daten natürlich aufbereitet und dann auch ordentlich
ordentlich darstellt, dann kannst du halt auch nicht einfach wieder irgendwas erzählen, weil am Ende hast du halt nackte Daten dort. Und wenn wir jetzt einfach sagen, okay, wir geben die Daten nicht mehr raus, das wäre so, als wenn wir uns überlegen würden, komm hier bei YouTube, Abonnentenzahl und Co., das schalten wir einfach alles aus. Das geht niemandem was an. Da gibt es bestimmt Leute, die sagen würden, ey, das ist total der richtige Weg und hier mehr Content, anstatt auf irgendwelche Abonnentenzahlen zu gucken. Kann man ja drüber diskutieren, hilft aber in der Sache am Ende nicht. Und wir haben halt hier schon den Anspruch bei so Business Analyst-Typen, die möchten halt ordentliche Daten haben. Letzte Konsequenz wäre ja jetzt, wenn die nächste Veröffentlichung stattfindet, dass die da rausgerechnet werden müssten. Die dürften ja gar nicht mehr dann dort erscheinen. Und dann sind die Schlagzeilen ja nicht besser, weil dann würde einfach da stehen, naja gut, Assassin's Creed findet dort gar nicht mehr statt. Möchte man das? Vielleicht, keine Ahnung, genau verstehen tue ich es nicht. Diese Liste, die wir aber auch da haben. Vor kurzem gab es ja noch diesen Artikel rund um Assassin's Creed in Europa. Das wäre das bestverkaufteste Spiel in Europa 2025 bisher. Gut, FIFA war davor, also FIFA ist immer noch auf Platz 1. Auch interessant, also Europa, wo die Tendenz hingeht. Aber da wurde gesagt, ja okay, das ist aber ein Spiel aus 2024, deswegen zählt das nicht. Deswegen stand überall, ja, Assassin's Creed das beste 2025er Spiel in Europa oder das meistverkauftste. Und da wurde halt kurz vor der Gamescom dann nochmal so Schlagzeile geschrieben, um Assassin's Creed, Shadows und Ubisoft so nach ganz vorne zu pushen, so als Positivmeldung. Das kommt natürlich dann gut, gerade jetzt vor so einer Gamescom. Dann, wenn Ubisoft, die sind ja auch irgendwie oben dort vertreten und können dann so erzählen, hier, schaut mal, in Europa läuft super, wir brauchen Invest. So, wenn man sich diese Liste aber mal genauer anschaut, da gibt es vielerlei Dinge, die so ein bisschen ungenau sind. Mario Kart 8 zum Beispiel oder auch Mario Kart World hat ein dickes Sternchen da dran stehen, weil Digitalverkäufe da gar nicht genau gezählt wurden. Gleichzeitig wurden auch nur bestimmte Länder ausgewählt. Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und England. Der ganze Ostbereich und viele, viele andere Länder in Europa, die wurden einfach gar nicht gezählt. Gut, man muss sich die Daten halt so biegen, wie sie am besten passen. Und dann kommen da auch so ganz komische Dinge wie Red Dead Redemption 2 ist auf Platz 4, Hogwarts Legacy im Jahr 2025 ist auf Platz 5, For Split Fiction, Monster Hunter Wilds ist auf Platz 7 und GTA 5 ist auf Platz 3, direkt hinter Assassin's Creed Shadows, und auf Platz 1 ist dann EA Sports FC 25. Also wenn man mit ganz starkem Menschenverstand sich diese Liste anschaut, dann merkt man, da stimmt irgendetwas nicht. Das macht keinen Sinn, so wie es dort steht, gerade wenn man die weltweiten Verkaufszahlen sich anschaut. Und dann noch irgendwie erzählt wird, hey, 16% weniger Ausgaben für physische Spiele, 17% für weniger verkauften Einheiten und ungefähr 2% mehr pro Spiel, was man ausgeben muss. Das wirkt alles ein bisschen eigenartig. Also von dem her, da habe ich ganz viele Berichte zu gelesen. Oh, hier ist Assassin's Creed Shadows auf Platz 1. Das ist Müll. Das ist Müll. Diese Liste ist absoluter Schwachsinn. Wurde herausgegeben von der GSD. Die GSD, nur für euch zur Information, das sind die allgemeinen Game Sales Data. Und die veröffentlichen auch regelmäßig Ranglisten mit den meistverkauftesten Spielen, wie zum Beispiel jetzt diesen Europe Top 20. Da gibt es dann Steam-Daten, die herangezogen werden, zumindest im Versuch, und gleichzeitig fehlen aber digitale Verkäufe von Nintendo, weil Nintendo das nicht preisgibt. Das heißt, es können auch nur die Daten gezählt werden, die von den Publishern und den Spieleherstellern direkt an diese Firma geliefert werden. Und wenn wir genau wissen, dass ein Monster Hunter Wilds sich über 10 Millionen Mal verkauft hat, das Oblivion Remaster allein in den ersten 2 Wochen über 2 Millionen Mal, und dann sehen wir diese Liste, das macht alles keinen Sinn. Und natürlich soll das für Europa gelten. Und wenn man sich dann den Ursprung von so einer GSD zum Beispiel anguckt, diesen Game Sales Data, die dann vom Video Games Europe, also dem früheren ISFI, gegründet wurden, was am Ende der europäische Branchenverband der Publisher ist. Es ist auch keine unabhängige Organisation, und wenn du dann so ein Ubisoft hast, also Europas mitgrößten Spielevertreiber, und man einfach mal gute Schlagzeilen braucht, ja, sorry, dann werden halt die Listen irgendwie so gebogen, dass es passt. Und gleichzeitig wird diese GSD halt genau von diesen Leuten bezahlt, also von Publishern, Distributoren und Co. Ja, also inwiefern man jetzt auf diese was geben muss, keine Ahnung. Ich finde da immer interessant, die Leute, die sonst immer nach unabhängigen Daten schreien und sich da das Label des Journalistischen auf die Brust tackern, die sind da relativ unkritisch, was das angeht. Aber gut,
jeder so, wie er möchte. Wer bin ich, das zu verurteilen? Ich meine ja nur, da könnt ihr euch ja selber die Gedanken zu machen, inwiefern das für euch passt oder nicht. Ich habe da ein bisschen so meine Zweifel. Und wenn das doch alles rosig wäre und wenn das alles so super toll wäre, ja, warum verweigert dann jetzt Ubisoft offiziell Verkaufszahlen an einen Datenanalysten, der ja noch nicht mal diese Verkaufszahlen richtig auflistet, sondern einfach nur das Ranking am Ende bestimmt? Könnte man meinen, eventuell läuft da gar nicht so gut. So vielleicht ist es dann doch nicht so, wie man es geschönt hat. Ich liebe das bei Ubisoft einfach und ich wollte eigentlich heute noch ein Video aufnehmen und darüber sprechen, was mit Black Flag gerade los ist, mit dem Remaster und wie es da gerade aussieht, welche Gerüchte es gibt, weil ich weiß, Leute freuen sich auf ein Remaster, Remake von einem Black Flag, weil das ist eines deren Lieblings-Assassin's Creed-Spiele und es gibt noch eine längere Story, die wir über Haven Studios besprechen sollten, weil ich da auch sehr interessante Punkte gefunden habe, die ich wirklich technisch einfach interessant finde und da hätte ich auch nochmal gern drüber gesprochen. Das werde ich die nächsten Tage auch alles machen, aber das hier war wieder einfach dieses Paradebeispiel, weil wenn Ubisoft immer in die Scheiße greift, dann werde ich aber auch nicht müde, das offen zu zeigen, weil ich finde das so herrlich. Es ist wirklich grandios. Und Assassin's Creed, das macht doch jetzt der Sohn von Yves Guillemot, richtig? Der macht doch jetzt, der macht doch das jetzt. Ja. Naja, das ist schon mal eine gute Entscheidung, ne? Mit Tencent zusammen. Da haben sie sich überlegt, komm, wir sagen es einfach nicht mehr. Wir machen das Kapitel zu, wir schweigen einfach nur noch und ja, hoffen wir mal, dass es irgendwann besser wird. Gut, man könnte natürlich jetzt einfach auch mal so sich die Kritik zu Herzen nehmen und Spiele wie so ein Assassin's Creed nochmal ganz anders denken und zwar in einer Form, dass Leute wieder richtig Bock darauf haben. Aber hey, reden wir einfach nicht drüber. Die Leute kaufen es ja anscheinend sowieso. Es gibt ja noch genügend, die es kaufen und damit kommen wir irgendwie so gerade über die Runden und Attacke. Ja, das ist mittlerweile das, was Ubisoft für sich da so in Anspruch nimmt. Schade, bin ich ehrlich, ich finde es schade. Aber gut, schreibt mal gerne eure Meinung dazu. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst gerne einen Kommentar da. Like, falls ihr das Video möchtet und probiert mal diese Hype-Funktion aus. Ich habe letztens ein Video gehypt. Ich glaube, das vorletzte oder so. Das haben Leute gehypt. Das fand ich lustig. Ich weiß, also ich merke da keinen Unterschied, aber da ist dann so ein kleines Sternchen dran und dann ist das irgendwie was Tolles. Probiert das gerne aus. Ich weiß nicht, egal. So, ich danke euch und besonders für eure Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Like this.